Unser Heki 3 im Wohnmobil hat sich verabschiedet. Hier haben wir den Übeltäter. Die Antriebswellen von dem Heki 3 sind kaputt. Die Drähte sind aufgetriefelt in der Antriebswelle. Wir haben hier eine Seite, somit lässt sich das nicht mehr drehen. Wir haben das ausgebaut. Wie wir das jetzt wechseln, das wollen wir euch zeigen in dem Video. Viel Spaß, bleibt dran, bis gleich. Herzlich willkommen, liebe Wohnmobilfreunde, liebe Mitreisenden zu dem Video. Schön, dass du dran geblieben bist. Mein Name ist Uwe von Womo-Reisen Viola und Uwe. Unser Heki 3 defekt, geht nicht mehr zu kurbeln. Wir sind der Sache auf den Grund gegangen. Wir haben schon mal demontiert, den Rahmen abgebaut und wir haben hier den Übeltäter gefunden. Die Antriebswellen vom Heki 3 sind hier aufgetriefelt, somit lässt sich das nicht mehr drehen. Die eine haben wir jetzt ausgebaut, um Maß zu nehmen für die Bestellung, und die andere ist noch drin. Das wollen wir euch mal zeigen, wie man das Ganze wechselt. Wir haben hier den Rahmen schon abgeschraubt von dem Heki. Das ist relativ einfach. Das Problem war aber bei uns gewesen, dass unser Fenster gar nicht mehr aufging. Somit mussten wir hier die Halterungen demontieren, damit wir das Fenster aufbekommen, wenigstens ein wenig. Da haben wir hier die zwei Schrauben, hier vorn und hier hinten jeweils beidseitig gelockert bzw. ganz abgemacht, und somit konnten wir das Fenster leicht ankippen und hier die Wellen freizulegen, weil sonst kommt man hier nicht ran, um das rauszunehmen. Hier kommen die Wellen drauf, das werden wir euch mal zeigen. Und das mussten wir freilegen. Wir haben das jetzt mal hier schön sauber gemacht. Und wir setzen jetzt hier mal die Wellen wieder ein. Hier haben wir jetzt die neuen Wellen. Die funktionieren auch tadellos. Das zeigen wir euch gleich nochmal, wie das Ganze funktioniert. Die gibt es paarweise. Das werden wir euch mal mit einblenden unten in der Videobeschreibung bzw. hier im Video. Die gibt es paarweise. Ich empfehle die auch paarweise zu wechseln. Und wir schauen mal, wie die ganzen jetzt hier beschaffen sind und bauen das Ganze mal ein. So, hier haben wir die Wellen, und wenn man hier oben leicht dran dreht, dann dreht sich das hier unten natürlich weiter. Wir haben hier ein Innensechskant, die sind ca. 53 cm lang, diese Antriebswellen. Ich habe erst gedacht, es gibt unterschiedliche Antriebswellen, ist aber nicht der Fall. Da wir jetzt hier das Fenster aufgekurbelt haben und zu 2/3 offen ist, schaut zu, dass diese beiden Seiten gleich sind. Wie hier, wir entfernen die Wellen und dann werden wir schauen, dass wir die gleichzeitig reinbekommen, beziehungsweise dass man die dann so einstellen, dass das Fenster synchron hier mit beiden dieser Läufe runtergeht. So, wir werden jetzt hier diese zweite Welle erst einmal entfernen. Das ist die alte. Die kann man hier leicht ziehen. Man muss natürlich oben hier ein bisschen nachschieben, damit man hier durchkommt, dass man auch nichts kaputt macht bei dem Plastik. Ihr seht das, also schön vorsichtig. Ihr könnt natürlich das Ganze hier abschrauben, aber das wäre unnütz. Ihr seht das, ich entnehme hier diese Welle. Und diese Welle hier, die schaut noch relativ gut aus. Die werden wir auf jeden Fall mit wechseln. Es steht auch hier dran, links und rechts. Die linke haben wir entfernt. Jetzt machen wir auch die linke wieder rein. Hier sehen wir es, links, und wir schieben das Ganze jetzt rein. Durch diese Führung, durch diesen Stift, und dann das Ganze hier oben raus. Zieht das ein Stück zurück, dann könnt ihr das schön biegen. So, und hier haben wir jetzt die Welle, die hier von unten kommt, was wir euch gerade gezeigt haben, die linke, und die schieben wir jetzt hier richtig fest drauf. Dann haben wir hier den
den Antrieb und im Antrieb wird die hier jetzt reingesteckt. Da muss ich die Kamera mal weglegen. Das müssen wir mit beiden Händen machen. So, es geht auch relativ einfach aufzuschieben und die ist jetzt wunderbar drin. So, jetzt haben wir hier die rechte Welle und genau das gleiche. Wir fädeln die hier schön durch, nehmen hier eine große Schleife mit. So, jetzt haben wir die drin und jetzt zeigen wir euch noch, wie wir das anfädeln. Jetzt fädeln wir hier die auf unseren Antrieb hier rein und das passt haargenau. Es gibt einen elektrischen Antrieb, den kann man hier einsetzen mit App-Steuerung und Regensensor und Fernbedienung etc. Kommt aber für uns nicht in Betracht, denn wir wollen das manuell hier belassen. Jetzt testen wir das Ganze mal, denn wir haben hier die Kurbel im Vorfeld ausgebaut. Hier haben wir die verschiedenen Distanzstücken, die jetzt hier aufgesteckt werden. Wir probieren das jetzt das Ganze mal und ihr seht, es funktioniert super. Und jetzt müssen wir bloß noch schauen, ob es passt, hier das Fenster richtig zu verschließen. Somit, dass die Wellen synchron sind und der Hebel auch auf der richtigen Seite ist. Das passt. Ihr seht es. Fenster ist zu, es hält. Wir haben das Ganze jetzt ein bisschen flüssiger gemacht, dass das leichter geht. Da haben wir hier genommen ein wenig Silikonspray. Dann geht der Haken besser in diese Verriegelung rein. Da muss er so rein, da kommt er hintergefahren und geht dann, wenn das Fenster runterkommt, in die Verriegelung rein. Wenn ihr das noch nicht richtig gesehen habt. Wir gehen jetzt weiter. Wir sind jetzt soweit fertig. Wir haben die beiden Teile synchronisiert. Das Fenster schließt ordentlich. Wir gehen jetzt weiter an Einbau des Rahmens, denn den haben wir ja schon abgebaut, um die Teile zu bestellen. Wir zeigen euch jetzt mal, wie wir den Rahmen hier anbringen. Da wir den Rahmen einmal ausgebaut haben, haben wir auch alles schön gereinigt und natürlich auch die Plissés, hier die Jalousien, ich zeige es mal, hier die Jalousien schön gängig gemacht und wir werden das Ganze jetzt hier wieder einsetzen. Chantal, hilf mir mit. Ja, das passt. Halte mal schön ran. Ich mache es mal eine Schraube fest. Hier bräuchte man schon 2 Hände oder 4 Hände besser gesagt. Und wenn 2 Schrauben drin sind, dann hält das erste Mal. Super! Wir haben uns dazu entschlossen, unter diesen Schrauben, die den Rahmen halten, haben wir uns dazu entschlossen, Unterlegscheiben drunter zu machen. Ihr seht hier die Löcher. Ich weiß nicht, ob man das so gut sehen kann. Die sind relativ groß und die Schrauben haben einen relativ geringen Kopf. Und damit wir die Auflagefläche vergrößern, weil das ja hier alles Plastik ist, werden wir hier überall Unterlegscheiben drunter machen. Wichtig, liebe Freunde, hier, ich arbeite hier mit einem kleinen Akkuschrauber. Bitte die Schrauben im Ende mit Hand anziehen, nicht mit einem Akkuschrauber, nicht, dass ihr hier das Gewinde sprengt. Nach fest kommt in der Regel ab. Deswegen werden wir hier den Akkuschrauber nur verwenden, um die Schrauben zügig einzudrehen. Freunde, zum Schluss drehen wir hier die Schrauben mit einem Schraubendreher an, eingestellt, Drehmoment, und dann passt das auch ordentlich. Es sind insgesamt 8 Schrauben. So, liebe Freunde, ihr seht es. Es ist kein Hexenwerk. Wir haben den Rahmen jetzt wieder dran. Jetzt nehmen wir unsere Kurbel,
ziehen unser Fenster zu, bevor wir die Kurbel befestigen. Synchronisiert haben wir ja die beiden Führungsschienen zum Zuziehen des Fensters. Jetzt stellen wir noch die Kurbel ein, damit das schön passt. Wichtig, liebe Freunde, bevor ihr den Rahmen festmacht, dass ihr vorher die 2 Stücken reinmacht für die Kurbel. Das ist einmal hier das Zahnrad, das Getriebe und der Aufsteck für den Antrieb. Das fädeln wir jetzt hier noch mit ein, bevor wir den Rahmen hier ganz festmachen. Jo, liebe Freunde, und zum Schluss der ganzen Geschichte kommt hier noch unser Griff ran. Schaut ganz einfach nach, dass wenn das Fenster zu ist, dass der auch in der richtigen Position ist. Funktioniert tadellos und verriegelt bis zum Endpunkt, und wir haben den Griff jetzt auch wieder in der richtigen Stellung. Und zum Schluss werden wir hier die Belüftungsschlitze hier wieder einfügen in unsere Heki. Ihr habt hier die Nasen dran und dann schiebt ihr das einfach hier so rein und schon ist das passiert. Liebe Wohnmobilfreunde, ihr habt es gesehen, relativ einfach. Die Antriebe wechseln beim Heki, beim Dometic Heki Fenster. Wenn euer Fenster mal nicht mehr funktioniert, schaut ganz einfach nach. Bestellen könnt ihr die Antriebswellenersatzteile. Das werden wir hier unten im Video mal noch mit verlinken. Wenn euch das Video gefallen hat, bleibt dran. Ein Abo, ein Daumen nach oben, wie auch immer. Ihr könnt das ja kostenlos alles nutzen. Und viel Spaß. Wir sehen uns auf den schönsten Plätzen der Welt. Viel Spaß mit eurem Wohnmobil, mit eurem Camper. Viel Spaß mit eurem Heki, wenn es wieder richtig funktioniert. Wir sehen uns. Bis dahin. Tschüss.